Heute ist Frühlingsanfang, Lucien, und Tobi sind bei mir. Die Temperaturen haben sich positiv entwickelt und ja, seit ungefähr 6 Wochen rennen die euch wieder die Bude ein. Es gab so ein kleines Winterloch, Lucien, muss man schon sagen. Das gab es die letzten 2 Jahre nicht. Da war ein bisschen weniger los, kam euch aber sehr entgegen. Ihr habt unglaublich aufgeräumt und habt die neuesten Riese- und Müller-Modelle jetzt mal ein bisschen sortiert. Ihr habt fast alle da, oder? Ja, genau. Wir haben jetzt mit dem Urban 6 das letzte aus der Urban-Serie jetzt bekommen. Das ist das Tiefeinstiegsrad von Riese Müller, extrem leicht mit dem neuen Fazua Ride 60 Motor. Ja, das ist ein ganz besonderer Motor. Klär mich auf. Ja, 60 Newtonmeter, sehr klein, sehr kompakt, wiegt auch überhaupt nicht viel. Wir haben hier eine 430 Wattstunden Batterie drin und haben trotzdem ein Rad, das unter 20 Kilo Gesamtgewicht liegt. Das Ganze soll so sein, Radfahren wie früher mal. Also interessant, es gab so eine Metamorphose. Erst konnten die Räder gar nicht schwer genug sein, die Motoren nicht stark genug. Mittlerweile die Displays reduziert, die Motoren immer leichter. Alles wird leichter, alles wird intuitiver. Ist das der neue Weg? Ist auf jeden Fall ein neuer Weg. Ich glaube, wir werden jetzt in Zukunft beides parallel laufen haben. Und gerade bei Riese Müller, da kennen wir ja die Räder ja eigentlich sehr schwer, sehr solide gebaut. Und hier haben wir jetzt eine komplett neue Reihe. Deshalb auch das ganz neue Branding mit Urban, also UBN abgekürzt, weil wir jetzt hier wirklich eine neue Commuter-Reihe vielleicht für die Stadt haben. Ja, das Ganze soll in die Richtung gehen, ich kümmere mich nicht mehr um das Fahrrad, sondern ich kann einfach losfahren, jederzeit, so ein bisschen automotiv. Bisher war es ja so, die Räder hatten zum Beispiel hinten eine Schaltung, eine Kettenschaltung mit drin, da war immer irgendwas einzustellen, wo du es hattest, das entfällt hier komplett. Wir haben Riemenantrieb und wir haben, was ist hier für eine Schaltung? Das ist die 11-Gang Alphine mit dem Carbonriemen. Das Modell nennt sich Silent. Und ja, es ist halt super easy mit dem ganzen Carbon-Riemen, dass man nichts fetten und ölen muss. Beziehungsweise 8 Gänge. Sorry, ich habe 11, glaube ich, gesagt, ja. Ja, ist nicht so schlimm, aber 8 Gänge in Verbindung mit dem Motor, der drin ist. Der Motor hat richtig Power. Also 60 Newtonmeter ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem anderen Fazua. Der andere Fazua, der hat ja eher so ein bisschen Rückenwind geleistet. Aber hier, das ist jetzt ein ernstzunehmender Konkurrent zu Bosch und Co., zumal die Fahrräder ja viel weniger wiegen. Das heißt, das Leistungsgewicht, das ist ja auch ein Thema, oder? Genau, also Fazua kam ja wirklich so vom Rückenwind her. Da konnte man auch die komplette Antriebseinheit, also Batterie und Motor, konnte man rausnehmen. Da sind wir jetzt von weg. Wir haben einen Mittelmotor, der aber wirklich von den Einbaumaßen sehr, sehr schlank ausfällt und auch wirklich ein gutes Stück leichter ist als die üblichen Mittelmotoren, die wir so kennen. Ne? Es sieht aus wie ein normales Fahrrad. Du kannst den Motor schon gar nicht mehr sehen. Das Einzige, was du siehst, ist hier eine Klappe. Wozu ist die Klappe da? Was ist da drunter? Ja, da können wir noch den Akku rausnehmen. Der sitzt ja schön im Unterrohr versteckt, ist aber nicht fest verbaut. Das ist ja durchaus ein wichtiger Punkt, dass man halt einen Akku mit in die Wohnung nehmen kann und das Rad beispielsweise draußen angeschlossen stehen lassen kann. Dafür haben wir die Klappe unten drunter. 5.248 €, wer sich auskennt. Riese und Müller Räder sind per se mal nicht billig. Ist der Preis gerechtfertigt, deiner Meinung? Ich würde sagen, ja. Also wir haben einen sehr schönen Rahmen, wo auch die Schweißnähte zum größten Teil richtig schön verschliffen sind. Ist tatsächlich auch ein bisschen neu. Riese Müller hat ja normalerweise die Schweißnähte gerne gezeigt. So an ein paar Stellen sieht man sie hier auch noch. Aber die meisten am Rahmen sind halt wirklich verschliffen. Also vom Design her, vom Rahmen her auf jeden Fall schon mal gerechtfertigt. Dann das Fazua-System, was ja auch komplett neu aufgelegt wurde jetzt, auch ein super System ist. Und vor allem auch die Silent-Variante, wie wir sie hier jetzt haben. Also das heißt mit Riemen und mit Alphine. Wirklich tatsächlich, wie der Name schon sagt, sehr leise. Also da knackt nichts beim Schalten. Ich kann da butterweich durchschalten. Also ich finde, bei dem Gesamtpaket ist es das schon wert. Ja, das heißt eine Investition für die nächsten 20 Jahre. So hat man ja früher die Fahrräder gekauft. Ich kann mich noch daran erinnern, mein Peugeot-Fahrrad, ich habe noch eins geschossen für 30 €. Also so ein Tiefeinsteiger-Damenrad von Peugeot. Das fährt heute noch, aber die Reifen waren viel dünner früher. Also bei den ganzen City-Rädern hattest du nicht diese Ballonbereifung, oder? Ja, wir haben jetzt
jetzt hier so einen 50er Millimeter Reifen. Das ist jetzt nicht total mega breit, aber auch nicht schmal. Also ohne Witz, im Vergleich zu Ja, nee, klar. das, was früher mal war. Also da die City-Räder, die hatten ja fast Rennradreifenbereifung. Genau, ja, das stimmt. Da sind wir jetzt schon komfortabler unterwegs, dass wir halt auch ein bisschen Komfort halt haben. Dieses Modell gibt es auch mit Suspension Kit. Ne? Das heißt, da ist eine leichte Sattelfederung da, die horizontal hoch und runter wippt, und vorne ist eine gefederte Gabel mit 60 mm. Hier ist halt das Interessante, die Riemenmodelle sind ja immer ein bisschen schwerer wie die Kettenmodelle, und wir sind trotzdem bei dem Modell, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, wie ich das gesehen habe, aber wie ich dann gesehen habe, 20 Kilo ist halt mit einem Riemenmodell schon eine Ansage, vor allen Dingen ist gerade die Zielgruppe der Frauen, die das Rad viel fahren werden, die oft das Problem haben, die packen ihre 27 Kilo E-Bikes nicht aus dem Keller. Hier sind wir bei 20 Kilo und den Riemen. Das ist schon so eine Art, ich will nicht sagen Game Changer, weil das schon ein bisschen vielleicht zu krass gesagt ist, aber es geht schon leicht in die Richtung, weil mit dem Tragegriff müsste es echt eigentlich mittlerweile jeder hinkriegen, das Rad irgendwo hinzutragen. Ja, du warst im Fitnessstudio zuletzt? Ich gehe gar nicht ins Fitnessstudio, ich war aber gestern trainieren. Das heißt, ich habe Muskelkater. Soll ich jetzt wieder irgendwas heben? Genau, du darfst mal heben. Ist schön, dass wir ein Lucien haben, oder? Ja, wunderbar. Ich habe nämlich auch Muskelkater. Das ist krass, ist so handlich. Ich habe wirklich Muskelkater. Ich bin Rechtshänder. Ja, eine Hand. Und das ist wirklich so handlich, das macht man mit einem 30-Kilo-Fahrrad nicht so leicht. Ja? Nee, also das ist wirklich ein Fahrrad, wie wir es noch von früher kennen. Also mein altes Biobike war tatsächlich nicht wesentlich leichter. Und hier haben wir halt ein vollwertiges E-Bike mit richtig viel Leistung, wo du auch mal locker deine 70 Kilometer mitfahren kannst. Ist einfach eine super Sache. Ne? Auch extrem Understatement. Du siehst da nicht einen riesen Akkuaufbau. Der Motor ist gar nicht mehr zu sehen. Wo steckt der Motor drin? Kann man den servitieren, ausbauen in der Werkstatt? Ja, klar. Wenn wir von der anderen Seite gucken, da sehen wir ihn schon noch ganz gut. Der lässt sich wie die anderen Motoren auch mit 3 Schrauben quasi lösen und nach unten wegnehmen, sitzt direkt unter der Kurbel. No, in dem Bereich haben wir den Motor. Da unten. Das alles? Genau, da siehst du noch die Kühlrippen hier unten. Ja, aber der ist kaum noch zu sehen, oder? Genau, der ist wirklich kaum zu sehen, lässt sich aber wunderbar rausnehmen, wenn doch mal was sein sollte oder wir ein Licht verbauen. Da sieht man also auch schön die Integration. Das Ganze ist ja brandneu. Im Moment hat man da auch keine mega großen Stückzahlen. Man kriegt quasi als Early Adapter den allerneuesten Motor, mittlerweile eine Porsche-Tochter. Ja, genau. Fazur wurde ja jetzt von Porsche komplett übernommen. Und ich bin mal gespannt, was da kommt. Man munkelt ja, dass ja jetzt richtige Porsche-Räder jetzt kommen sollen. Oder es gab ja schon welche in Kooperation mit Rotwild. Und dann jetzt vermute ich dann bald komplett eigenständige Porsche-Räder. Aber da wird die Zeit zeigen. Ne? Ja, wir werden gleich mal kurz das mal Probe fahren, dass wir mal sehen draußen, wie der abgeht. Das hier ist das Steuerelement? Genau, das ist die Ring Control, wie die das so schön nennen. Und da steuert man halt das ganze Fahrzeug. Ne? Wie funktioniert das? Gut, das blinkt jetzt. Ich weiß nicht, man macht das ja oben, drückt man, um es anzumachen. Ne? Und rechts drückt man halt, um das Licht anzumachen. Das heißt. Das war's. Das heißt. Hoch und runter wippen zum Schalten, das war's. Hoch und runter wippen. Ist er jetzt an, der Motor? Der ist jetzt an. Ich sehe nicht, weil du davor stehst. Ja, der ist an. Und das Blinken, das hört auf irgendwann? Das sind verschiedene Anzeigemodi, ne? Also du kannst halt es immer so durchlaufen lassen, dass du auf den ersten Blick halt siehst, in welcher Unterstützungsstufe du drin bist. Ne? Also siehst jetzt von grün zu blau zu rot, kann ich hochschalten. Und wenn es blinkt, ist es einfach so ein bisschen auffälliger. Der andere Modus ist, dass es durchgehend leuchtet und dir die. Ach so, das kann man schalten. Genau. Ja, der Vorteil ist, wenn es die Sonne extrem scheint, dann sieht man es wahrscheinlich auch ein bisschen besser und sind nicht alle Leuchtdioden an. Vielleicht spart es noch ein bisschen Strom. Das glaube ich fast nicht, aber besser sehen auf jeden Fall, ja. Und die Beleuchtung, die ist sehr auffällig. Das sieht aus wie bei einer Harley. Überhaupt das ganze Produktdesign. Design ist einfach mal alles. Du kannst schon Leute verstehen, die sagen, naja, so ein Tiefeinsteiger kriege ich hier bei, Quelle.de oder so für 999 €. Kann man gar nicht vergleichen. Also das ist meistens Heckantrieb. Da hast du dann eine Kettenschaltung mit drauf. Du hast einen China-Motor mit drin. Ich sag mal, hier habe ich einen Mittelmotor. Der Vorteil ist beim Motor in der Mitte, was habe ich für Hauptvorteile? Also ich finde halt den tiefen Schwerpunkt in der Mitte, finde ich eigentlich das Hauptargument. Wenn ich jetzt am Vorderrad beispielsweise den Motor hätte und dann Kurven reinfahren würde, fände ich persönlich sehr unangenehm zu fahren. Und hier habe ich den Schwerpunkt genau da, wo ich ihn haben will, nämlich tief und in der Mitte. Der Vorteil ist auch noch, dass der Motor von der Übersetzung nutzen kann. Das kann als Hecknahmotor nicht. Das ist also, merke ich, oft am Berg. Das heißt, du schaltest einfach zurück und hast dann die volle Power, die 60 Newtonmeter, auch auf den kleinen Gängen. Genau, also du kannst halt einfach, ja, ganz ehrlich, es hat sich ja auch komplett durchgesetzt.
so im ganzen höherpreisigen Bereich sind wir jetzt ja überall auf die Mittelmotoren umgestiegen, weil wir eben unsere Übersetzung hinbekommen, weil wir den Schwerpunkt genau richtig haben, wie wir es wollen und weil es sich halt auch super servitieren lässt. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ich meine, klar, so ein Quellerad, das fährt auch erstmal, aber meistens halt bis zur ersten, zweiten Inspektion und dann muss halt getauscht werden. Das ist jetzt ein Fahrrad, das kannst du 365 Tage im Jahr, das kannst du 8 Stunden am Tag benutzen. So ist das eben mal gebaut worden. Dann kann man es natürlich als Jobrad von der Steuer absetzen. Das geht auch beim Quellerad. Aber hier kaufe ich mir was für die nächsten 10, 15 Jahre. Also man muss es immer ein bisschen betonen, denn Leute kennen oft den Unterschied nicht. Von außen sieht es genauso aus. Es hat 2 Räder, es hat Bremsen und so weiter und so fort, dass es Scheibenbremsen hat und so. Das ist nicht das Hauptargument. Das Hauptargument hier ist wirklich diese perfekte Abstimmung des ganzen Produktes. Das ist ein Kraftfahrzeug komplett aufeinander abgestimmt. Ja, also genau, das ist aus einem Gustersrad, da ist seltenst mal was drin, wo wir halt servitieren müssen oder reparieren müssen. Also das ist halt von der Qualität halt schon mal eine ganz andere Klasse. Und wir haben hier ein leichtes Rad, wo wir bei 135 Kilo Systemgewicht sind. Das heißt, das ist ja auch nicht so üblich. Es gibt viele Räder, die im leichten Bereich sind, bei 100, 110 Kilo maximales Systemgewicht haben. Und wenn man dann halt selber schon seine 80, 90 Kilo hat, dann sieht man, selbst wenn das Rad leicht ist und um die 20 Kilo ist, dass es dann langsam schon knapp wird. Und hier 135. Da vorne ist so ein kleines Symbol, so ein WLAN-Symbol. Was heißt das? Also wir können hier noch, wir haben ja hier, jetzt blinkt die Leuchte zum Beispiel nicht, ne? Also hier nochmal zum Zeigen für Licht an und aus, ne? Für hinten halt, habe ich ja eben schon gezeigt. Und wenn man jetzt hier ein Display dran machen will, ne? Hier habe ich schon die Halterung, dann kann ich das halt mit dem System verbinden und habe dann die ganzen Daten, die ich so auch vom Bosch. Der Bluetooth dann, oder? Genau, ja. Okay, das kennen wir ja schon vom Bosch. Ja, da sind wir, wir probieren es mal aus. Ihr habt von Riese und Müller wirklich, Fahrräder kommen an. Ist da noch viel nachzuarbeiten eigentlich bei den Fahrrädern? Du musst es schon noch in Ruhe aufbauen in der Werkstatt. Das ist einfach so. Die kommen halt vormontiert, nicht fertig montiert. Das heißt, du machst im Prinzip eine Inspektion. Die kommen aber in einem sehr guten Zustand hier. Also das ist nichts, was groß reklamiert werden müsste oder so. Also da hast du nach einer Stunde ist das Teil tatsächlich fertig. Also eine neue Generation Urban heißen die. Bitteschön, lieber Lucien. Ja, du wiegst wie viel? 60? 75 Kilo. So, der hat schon Power, oder? Ja, der zieht richtig schnell im Turbomodus, wo er jetzt gerade drin ist. Also beim Fahren wirst du nicht merken, dass der Motor jetzt 20 Newtonmeter weniger hat als das mächtige Mountainbike, das du sonst fährst, weil das Rad ja auch einfach leichter ist. Ne? Unglaublich agil. Was krass ist, wie agil es ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, wo er beschleunigt hat. Was mir aufgefallen ist, ich fahre ja zurzeit einen PWST von Yamaha, der hat nur 70 Newtonmeter und der bewegt sich agiler als der EP8 mit 85 Newtonmeter. Das heißt, oft ist die Abstimmung und die Software ein Thema, oder? Wie der reinsetzt, wie der kommt und so weiter. Fühlt er sich an wie 60? Nee, der fühlt sich gar nicht wie 60 an. Also es ist, wie du schon sagst, ist wirklich auch eine Programmierungssache. Und da hat ja jeder Hersteller so seine Vorlieben. Und Fazua hat halt auch so einen kleinen Boost-Modus drin. Gerade wenn du halt in der roten Unterstützungsstufe, in der schnellen Unterstützungsstufe fährst, dann zieht er auch ein bisschen stärker an für kurze Zeit, als es halt unter Dauerlast tut. Und dann hast du halt das Gefühl, dass es sehr spritzig ist, du kommst sehr schnell von der Ampel weg, fährt sich halt sehr, sehr dynamisch. So, erster Fahreindruck? Also ich habe jetzt mal extra den starken Modus gemacht, damit ich hier mal schön rauskomme. Und der hat wirklich, also bin ich doch wieder überrascht, wie viel Punch der hat, so wenn man kurz mal reintritt. Also es ist schon was anderes wie der alte Fazua-Motor, weil er wirklich einen Ticken mehr Kraft hat. Und es sieht auf dem Datenblatt wirklich nur so aus, 10 Newtonmeter mehr, aber es fühlt sich stärker an irgendwie. Tobi, du magst mal fahren und mir vielleicht einfach mal beschreiben, wie der Punch ist, also dass wir mal 2 Eindrücke haben. Und wenn du mal gerade so lieb bist, dass du mal ein Stück zurückrollst, dass du hier mal auf die Geraden kommst und dann so ein bisschen wie so ein Formel-1-Start, ich zähle dich an und du legst los. Was für einen Gang hast du drin? Ich weiß es nicht. Ich übernehme den Gang vom Vorfahrer. So, ein Vorfahrer, auf die Plätze, fertig, los! Krass. Ja, der zieht. Das ist ja unglaublich. Ja, ist schon, also der geht ganz schön schnell ab da jetzt. Dafür, dass das so ein Jetzt muss er sagen, Tobi ist ja Radrennfahrer. Ich glaube, Formel-1-Gewinner im Radfahren. Bitte nochmal stoppen, Tobi. Ist es vom Controlling her mit den Bremsen ist gut? Mit den Bremsen? Ja. Die beißen super. Also musst du sogar ein bisschen aufpassen. Ich habe sie jetzt ordentlich eingebremst. Die greifen richtig stark. Sind die THP, die ursprünglich aus dem Rennbereich kommen, also dafür mal entwickelt wurden, die Serie. Die sind doch
richtig stark. Also was mir gut gefällt, ist der Vorbau und aber auch der Lenker, die Lenkerform. Das ist total gemütlich, oder? Genau, es ist quasi ein Komfortlenker, der so ein Stück weit entgegenkommt, lässt sich komplett entspannt fahren. So, auf die Plätze, fertig, los. Das ist krass. Da gleich die Frau bleibt. Nee, aber das ist ja das, was die Leute wollen. Die wollen nicht so ein... Klar, der, Direkt so, ja. der Rückenwindmotor ist natürlich beim Rennrad, macht das Sinn. Klar. Weil da kannst du dann noch mal 3-4 Mal mehr den Berg hochfahren. Aber jetzt haben wir ja aus beiden Welten, dass wir haben Power und trotzdem ein leichtes Gewicht von 20 Kilo. Was ich auch noch eben interessant fand, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Tobi, das Rad federt mehr ab, wie man denkt, obwohl es jetzt die Nicht-Suspension-Version hat. Also ich habe das eben vorne gerade gemerkt. Ich bin hier durch so eine kleine Klüftung gefahren vom Kopfsteinpflaster und es hat ein bisschen leicht Es macht auch die Reifenhöhe, glaube ich. Also der Flex vom Reifen, oder? Genau, das macht die Reifenhöhe, das macht aber auch der Rahmen. Also du wirst immer einen Unterschied zwischen einem guten, teuren Aluminiumrahmen zu einem Rahmen von der Stange merken. Und das ist halt Riese Müller absolut gar nicht von der Stange. Und das merkst du halt auch beim Fahren. Verbindungssteif, aber mit Flex. Wie glatt das hier ist, das sieht ja eigentlich aus von oben wie Carbon. Ja, das ist ein Testrad. Ihr seid Riese Müller Erlebnisstore. Heute ist der 21. März. Ich kann hier jedes Rad testen und Fahrrad fahren. Ihr ist ziemlich cool in Kaiserslautern, ist nicht zu bergig, aber ihr habt einen Berg, oder? Ja, wenn wir jetzt hier in der Glockenstraße sind, das ist so die Hauptnebenstraße von Kaiserslautern, von der Fußgängerzone, und dann geht das hier immer weiter berghoch und hier ist Ruhe. Also das hier ist eine 6 km/h Kinderspielstraße, das ist Fußgängerzone. Fußgängerzone, genau. Und hier guckt einem auch keiner auf den Lenker oder sonst was. Und, also hier kann man in Ruhe mal hoch und runter fahren Richtung Hauptbahnhof. Und hier geht es immer weiter steil hoch. Also hier haben wir schon einen Berg. Ihr prüft Personalausweis. Was ist zu unterlegen, wenn ich so eins ausleihe zum Probefahren? Ja gut, es geht ja im Prinzip darum, mal 10 Minuten gerade hier vorm Laden ein bisschen rumzufahren. Ja, aber was wollt ihr haben? Ein Personalausweis. Personalausweis, Ja, genau. okay, sehr schön. Oder halt der Lebenspartner, der dann kurz mal wartet. Nee, aber Achso, der wird eingeschlossen. Der wird eingeschlossen, genau, auf die Toilette kommt er dann und ja. Sehr schön. So, wir sind in einem der ältesten Fahrradläden im Südwesten, Konrad, der Fahrradladen. Wie lange seid ihr schon Fahrradladen? Nächstes Jahr, sieht man ja auf dem Schild, 2024 werden es tatsächlich 30 Jahre. 30 Jahre. Ja, also so. Und das 30 Jahre auch schon Riese Müller und... von Anfang an? Ja. Riese und Müller. Name von dem? Urban Six. Silent. So, ihr seid in Kaiserslautern. Wo seid ihr genau? In der Glockenstraße 4. Öffnungszeiten? 10 bis 18 Uhr, montags bis freitags und samstags von 10 bis 15 Uhr. So, am besten Termin machen 0631 891489 in Kaiserslautern. Tschüss. Ciao.